Lol, what, Leute, Trimix hat sich sein Live-Event wieder selber gemacht, ne? Wenn Fortnite schon so lange braucht, um ein Live-Event zu machen, dann macht der Boy sich einfach selber ein Live-Event. Genauso schon, wie er Juice WRLD Konzert erstellt hat, dazu habe ich auch schon eine Reaction. Checkt Trimix unten in der Videobeschreibung aus, wir hauen ein Like rein und schauen mal nach, was er wieder erstellt hat. Ja. Me neither. But apparently one of my subscribers has. And today I'm creating whatever Fortnite live event my subscribers tell me to. Okay, das ist versus the Max. Simple enough. Let's go. Das ist immer geil, ne? Dieser Anzug capturet quasi deine ganzen Bewegungen und das überträgt er dann auf 3D-Modelle und so weiter. Und es ist eine coole Geschichte, ist aber verdammt teuer. Irgendwas um die 10.000 oder so kostet so ein Ding. Es gibt auch eine andere VTuberin, die sowas macht. Irgendwas mit Miko heißt sie, glaube ich, oder so. Naja, auf jeden Fall, so kreiert er das Ganze. Deswegen zieht er diesen lustigen Anzug an. I'm wearing is a motion capture suit. Every movement I do in the suit is recorded and I can then transfer it over to the Fortnite skin. That way I don't have to animate everything by hand. Alright, we're in the motion capture suit. This is gonna be Galactus. I went in game and recorded some footage for where the fight is going to happen. Alright, so Galactus is gonna be right here in the sky and then I'll have a couple of mechs down here on the ground. Because I think I'm just gonna move like in real time and then I'll just slow it down. Alright, let's go. I don't know what I'm doing. Boom, I just hit a mech. Schon cool, wie sowas gemacht wird, oder? Ich hätte eigentlich auch gern so einen Anzug. Ich wüsste nicht für was. Definitiv nicht für was. Ich wüsste nicht, was ich mit dem Anzug machen sollte. Mit Ruby-Skin, vielleicht was animieren. Also, die Möglichkeiten sind viele da. Ich könnte coole Story-Videos damit erstellen. Selbst animierte Szenen und so weiter, die mir für die Trailer, die Fortnite nicht bietet oder sowas, ne? Dann könnte ich selber selbstgemachte animierte Szenen nehmen oder so. Das könnte man machen. Bro, this is fun. This is like on the playground. There was obviously a lot more to do. I recorded animation for the mechs, added effects, explosions, dust, and yeah, here's the final animation. Alter, sieht krass aus, ne? Nicht nur ein Mech, sondern mehrere. Überall die Raketen verschießen und ich habe Hunger. Der Bonbonmann. Bestes Live-Event. Das war der Klatscher in eine neue Realität, Alter. So kommst du auf die neue Realität, indem du die komplett weghaust. Ich glaube, da braucht ihr ein bisschen mehr Raketen. Schneller, Mann. Da kommt ja noch einer. Aha. Geil gemacht. Da kommen hier noch 3 Stück, Alter. Es werden hier immer mehr. Und das muss man sagen, für eine einzelne Person ist das schon insane, ne? Ist schon insane, sowas zu machen. War schon 18 Monate. Jason, danke schön für den 18. Monat. Und nochmal ein Realitätslab in die Werbung rein. The Rock and Jonesy play Uno, and Jonesy does the whole deck of +4 cards. The Rock rages and flips the island. How do y'all even come up with this? Step 1, footage. I recorded myself looking Die Videoidee ist cool. Die Videoidee ist cool. Zuschauerideen und so weiter als animierte Projekte umzusetzen, ne? Nothing, basically. Next up, I used visual effects to place a table and 2 chairs in the room. Step 2... Seht ihr, wie einfach es ist? Ja, was heißt einfach? Ein bisschen Knowledge muss man aber. Dieses ganze Tracking ist tatsächlich automatisch. Und wo kein Stuhl und kein Tisch ist, hat er einfach so platziert. Und jetzt ratet mal, wie einfach es ist, dann, wie die Leute auf TikTok dann versuchen, Klicks zu farmen, indem die genau sowas machen und dann Sachen reinpacken, die nicht im Spiel sind. Visual effects to place a table. Dann, zack, steht ein Stuhl und so weiter und sieht so aus, als ob das genau dahin gehört, als ob das schon immer stand. Wenn ich es nicht wüsste,
würde ich sogar sagen, hätte ich sogar gesagt, das ist genau so, wie auf der Map das aussieht. Wenn ich jetzt das Video nicht gesehen hätte, genau das hier, nur diese Stühle, ich hätte gesagt, das ist real. Ich wüsste nicht mal, dass das fake ist. And 2 chairs in the room. Step 2, natürlich, wenn die jetzt UNO spielen, das merkt man natürlich sofort, dass es irgendwas faul ist, aber die Stühle und der Tisch passt perfekt. Animation. I got the UNO cards and I put on the suit and then I was ready. First, I recorded Jonesy. He has an entire deck of +4 cards, and all I had to do was place them down. Then the second take for The Rock. For him, I had to react annoyed and then basically just pick up 4 cards. I did that 4 times and then it was time for him to rage. What I didn't think about is that I had to pick up every single one of those cards again. I placed both characters on the chairs, got some 3D UNO cards, and all there was left to do is facial animations and cleaning up the imperfections. After that, it was done. Ja, Daniel, ist okay. Warum nicht? Ist ein tolles Live-Event, ne? Wäre aber eine lustige Szene, wenn das wirklich in-game mal passieren würde oder sowas. Ich möchte auch so einen Anzug haben, da kann man voll coole Sachen mitmachen. Aber das ist mehr Arbeit, als man denkt. Es ist nicht so, dass du den Anzug anziehst und auf einmal dich ein bisschen bewegst und zack, das Ding ist dann in-game drin. Es hat auch viel mit Kamera zu tun und du musst auch viel Cleanup machen, ne, für irgendwelche Zuckungen, die der Anzug aufnimmt oder was auch immer. Da steckt eine mehr Arbeit drin, als einfach nur das Ding anzuziehen und zu wählen, ich spiele The Rock und dann ist 1:1 so. Und die letzte +4. The Foundation challenges you to a game of rock, paper, scissors and loses. So he rages and flips the island. Why do y'all want The Rock to flip the island so bad? I guess him losing in UNO wasn't enough, and he'd also lose in rock, paper, scissors, and that's what makes him flip the island. So obviously The Rock is really predictable and does rock, so I go with paper and easily win, but The Rock rages and hits me back in the ocean. I recreated the entire scene of the Chapter 2 end event. I even have both islands in there ready to be flipped. But how is he going to flip the island? I thought about this for ages, thinking how can I make it look as realistic as possible? And after a lot of planning, I then ultimately decided to just have him walk up to it and flip it. Genau. So realistisch wie möglich wollte er das machen, ne? Und die beste Idee, die auf die er kam, ist, dass The Rock einfach riesengroß ankommt und das Ding dreht wie so ein Keks, oder? Yeah, done. Ja, da ist der geleakte Chapter 4 Wechselchat. So kommen wir wieder auf die Chapter 2 Karte. So dramatisch. So dramatisch, dieses Drama. Und oben drauf ist die Pyramide immer noch, ne? Als ob der da noch einen Body slammt. Sloan and Jonesy get married. Als ob der da noch einfach so random einen Body slam drauf macht. Wie gut! Guck dir das an, einfach so. Yeet. Sloan and Jonesy get married. Und dann einfach der perfekte Cut, würde ich sagen. That's a weird one. I'm definitely gonna regret doing this. What better place to marry than on the beach? I set up the scene with everything you need for a wedding. Jonesy invited all of his friends. We got the Foundation, we got Paradigm, and so many more. And Dr. Sloan also invited. It's pretty much... Dr. Sloan im Brautkleid. Wo hat er das Modell her? Ja, der hat wahrscheinlich irgendeine andere Braut genommen und dann einfach den Kopf von Dr. Sloan draufgepackt. Junge, Alter, was ist das? Das ist voll geil. Only IO guards. Next, I got into my motion capture suit and record. I'm just kidding. I used an animation preset. Ey, Gunnar ist da. Wenigstens Gunnar. The Foundation challenges John Cena to an arm wrestling match. Alright, this. Ich lieb's. Oh, das war gerade für alle Rule 34er. War das gerade das perfekte Material. Jones und Dr. Sloan. Warum sieht Jones so dreckig eigentlich aus, ne? Das ist so voll die dreckige Wange. The Foundation challenges John Cena to an arm wrestling match. Alright, this one was easy. There we go. Done.
This joke really never gets old, doesn't it? Okay, all jokes aside, I once again recorded some footage in-game, and then motion tracked that footage so I can once again put chairs and a table right there. Since I only have one motion capture suit, recording the animation was actually kinda difficult. I had to sort of do the same thing, but flipped, and that twice. Anyways. Hätten unsichtbar gelassen, ja. Ah ja. Fracture Live Event concept. The Fortnite Fracture Live Event is right around the corner at the time of me making Fracture Live Event concept. The Fortnite Fracture Live Event is right. Ja, das macht er was Seriöses, ne? Und zwar das Fracture Live Event höchstpersönlich. Around the corner at the time of me making this video. So they released this teaser image, which looks absolutely incredible, and I wanted to recreate it. I started by making the sky and the mountains in the far distance. I blocked out the scene with cube shape to get a better understanding of the environment. Next, while closely keeping the reference in mind, I tried to recreate the floating chunk islands with the different locations on top of them. Putting all of them together was a lot of work. After that, I tried to recreate the tornado, and while it's not perfect, I think it's good enough for the ones in the back. The main tornado was way too difficult to create in the 3D software, so I decided to mask it out and then just put the video in my scene, and that actually worked perfectly. I added all the foreground elements with the chrome on top and added lots of different floating rocks with some of them covered in chrome as well. The scene is pretty much done. Now I'm gonna add a character. I had the idea of Jonesy running into the frame kinda as if he's running away from something, and then he would just stand there and look at the disaster. Subscribe if you want to see more like this. Geile Sache. Geile Sache. Schönes, lustiges Video. Ich hab's enjoyed. Chat und YouTube. Klickt da unten auf den Link drauf. Gebt dem auch nochmal ein bisschen Watchtime und natürlich Views. Hat er mehr als verdient. Ne? War eine coole Idee. War ein lustiges Video. Hat mir mega gefallen. Kuss geht raus. Und auf der rechten Seite findet ihr dann noch eine weitere Reaction. Auch da klickt ihr jetzt drauf. Und gebt mir Flosse. Flop.